Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Wüsne Kolben, die Oldtimer Galerie Toffen, Seefeld in Tirol, Löhlein Classics und die Württembergische, ihr Fels in der Brandung. In dieser speziellen Topspeed-Serie empfange ich jede Woche 2 Gäste aus dem Motorsport in meinem Wohnort Seefeld in Tirol. Einem beliebten Urlaubsziel für Winter-, Frühlings-, Sommer- und Herbstferien. Und in 24 Stunden hoffe ich, Sie noch besser kennenzulernen. Diese Woche empfange ich meine Gäste im 5-Sterne-Hotel Kloosterbräu. Mein erster Gast galt viele Jahre lang als eines der größten niederländischen Rennsporttalente. Sein Name ist Jeroen Bleekemolen. Hey, Jeroen. Oh, jetzt wird's schwierig. Komm, setz dich. Jetzt müssen 2 Holländer Deutsch reden. Ja, aber das schaffen wir. Ja, genau. Du reist über die ganze Welt. Ja, genau. Viel Rennen fahren natürlich, aber auch mal schön hier zu sein. Ja, genau. Weil, Du hast mir gesagt, du fliegst, weil morgen fliegst du nach Amerika. ja, Aber dann gibt es wieder ein nächstes Rennen. Ja, Also was ist das? ich fahre immer Langstreckerennen. Ja. Diesmal mit Lamborghini, aber könnte alle Fahrzeuge sein. Aber ist für mich immer natürlich ja, so mein Traumjob. Ja, aber du bist gerade 40 geworden, ein bisschen über 40 bist du und du hast schon eine lange Karriere gehabt. Und die fing eigentlich, denke ich, schon an, als du Kind warst. Ja, genau. Als kleiner Mann war ich schon mit meinem Vater immer unterwegs und der ist dann auch damals noch Formel 1 gefahren. Und ja, ich bin immer mit ihm mitgereist und von daher musste ich eigentlich auch selber Rennen fahren. Genau, aber wir haben einen zweiten Gast eingeladen und wir haben gedacht, das ist ein Perfect Match, weil dieser Mann, ein deutscher legendärer Rennfahrer, ist noch mit deinem Papa in der Formel 1 gefahren. Wer könnte das sein? Es kann eigentlich nur einer sein. Ich habe viele Geschichten von dir gehört, den Jochen Mass. Totale Legende natürlich. Für ATS? Für Sind die ATS, beide gefahren? ja, war schwierige Zeiten für die, aber Ja, die das Geschichte andere war nicht einfach, haben sie mir die war erzählt, gell? gut gefährlich, aber die Geschichten sind immer noch schön zuzuhören. Aber wie hast du diese Zeit erlebt? Weil, wie alt warst du dann? 3, 4? Das war vorher noch. Also Oh ja, ich war nee, du warst ich war noch. Ja, Ja, so in alt Holland- bin ich noch nicht. Nee, genau, er war noch in sein Papas Puddingbooks. Genau, Würde ich ja. mal sagen. Aber er hat viel erklärt von dieser Zeit, auch weil das natürlich sehr gefährlich war und weil die waren noch alle jung und die haben so viel Ja, ja. Spaß gehabt, auch Mit miteinander. 120 Liter Benzin um sich herum. Ja, also Und wie alt warst du, als du wusste, ich will Rennfahrer werden? Oder ja, geht dann das schon. nicht so? Ja, dann schon. Ja? Also so bei 4, 5 Jahre alt wusste ich schon, das ist, was ich gerne nachher mache. Und das fängt dann eigentlich wie bei allen, außer bei mir. Ich kann kein Go-Kart, weil ich war viel zu spät, habe ich angefangen. Ich habe nie Go-Kart gelernt, aber bei dir hast du mit Go-Kart angefangen. Ja, genau. Also mit 5 angefangen und dann ab 11, 12 dann richtig angefangen. Also mehr intensiv und dann in dieser Generation mit einem Alonso gefahren und Jensen Button. Und also diese Zeit war ich dann auch viel unterwegs. Sebastian, dein Bruder, gab es Competition zu Hause zwischen euch beiden? Zu viel. Ja? ja, nee, wir Nee, haben und nicht nur beim Rennfahren, aber ja, überhaupt zu Hause. Überhaupt, aber beim Rennfahren war das am schlimmsten. Wir haben schon einige Sachen gemacht und ja, viele Zeiten gehabt, wo wir einander getroffen haben auf die Strecke. Wir sind auch zu dritt gefahren, auch mit meinem Vater dabei. Ja. Ein Unfall in Monaco ist da passiert. Ich war aus Podest, er war böse und wir haben 3 Monate nichts getroffen mehr. Also, Aber ganz ehrlich, braucht man das auch Rennfahrer nicht, um wirklich an die Spitze zu kommen? Wenn Max Verstappen, du kennst Max seit er Baby war, Ja. wenn er nicht so knallhart sein, diszipliniert ist, gerade Linie denkt, dann kommt man doch nicht an die Spitze, gleich wie du. Du hast so viel gewonnen. Ich weiß noch, ich war dabei in der A1 Grand Prix, darüber reden wir später. Da musst du doch egozentrisch sein, da musst du doch nur für dich, und ob es dein Bruder oder dein Vater ist. Genau, ja, man muss alles geben. Wenn man das nicht macht, dann macht ein anderer das. Also alles am besten präparieren, fit sein, aber auch der Geist muss voll da sein. Ja, das macht auch Rennsport schön, weil es gibt so viele, so viele Sachen, die man genau gut machen muss und da kann man dann auch wirklich da drüber kommen. Weißt du, was ich das schön an Rennsport finde? Das ist einer der wenigen, vielleicht der einzige Sport der Welt, wo
die Unterschiede in Qualität oder in Leistungen so groß sein kann, dass man trotzdem zusammen auf der Rennstrecke sein kann. Bei Basketball, wenn man nicht gut genug ist, kannst du nicht im Team. Aber beim Autorennen, man ist einfach langsamer, der andere überrundet dich. Ja, nou, das Schwierige daran ist auch, dass die Uhr, die läuft immer mit. Und ob es jetzt ein Testtag ist oder ein freies Training, die Uhr läuft mit. Und wenn man zu langsam ist... Aber ich weiß noch, als ich in der Clio in Dubai war und du bist mir mit den, was warst du da? Ich weiß nicht, war ich glaube für Porsche oder? Mercedes, denke Oder für Mercedes. Ja. Und du kamst vorbei in der Nacht im Dunkel. Du bist 60 km/h schneller oder 80 km/h schneller auf dem Punkt. Das kann dann gefährlich sein. Ja, schon. Also Rennsport ist viel sicherer geworden, natürlich, auch wenn man über Jochen oder mein Vater redet. Aber es ist immer noch gefährlich, auch beim nassen Bedingungen, im Dunkeln natürlich auch mit 24-Stunden-Rennen. Aber ja, wir brauchen das auch. Diese Aktion, die gehört wirklich dazu. Ja, genau. Und du bist Le Mans, du bist alles Mögliche. Darüber reden wir eigentlich später noch, weil wir haben 48 Minuten Zeit. Lass uns auf Zimmer gehen und dann warten wir auf Jochen, bis der kommt. Und dann sind wir gemeinsam 24 Stunden miteinander. Ich habe ein kleines Programm vorbereitet, aber das Wichtigste wird plaudern. Darfst du Jochen sagen oder Onkel Jochen oder Herr Maas? Das muss ich noch mal klären, denke ich. Komm, ich nehme deine Tasche, Vielen so Dank. wie es gehört, ich bringe dich aufs Zimmer. Sehr schön. Als ich Jeroen zu seiner Suite begleite, kommt Jochen Maas im Hotel an, wo er von Hotelier Alois Seierling empfangen wird. Alois, wie schön. Herzlich willkommen, Jochen. Danke. Schön, dass du Das da ist bist. doch nett. Super, ja. Endlich mal wieder da. Du kennst ja aus schon in Seefeld, dem muss man nichts erklären. Ja, so richtig noch nicht, aber es reicht mir, wenn ich euch kenne hier. Das ist schon mal ein Bonus. Der ist sehr gut. Dankeschön. Ist doch hübsch. Der Martin ist mit einem Überraschungsgast unterwegs und den wirst du später sehen. Ich Ja, bringe genau. dich aufs Zimmer, dein Gepäck kommt automatisch Ah, super, von danke. Portiers Das rauf. passt. Und Brauche ich nichts mehr schleppen. Ne? Naja, das machen wir gerne. Dankeschön. Bitte, bringe dich rauf. Super, Gerne. alles klar. Herzlich willkommen in dein Zimmerlein. Vielen Dank. Wow, mega. Glaubst du, kommst hier zurecht? Ich gehe nie mehr heim, denke ich. Na, das ist meiner Meinung nach eine der schöneren, aber sicher eine der meist besonderen Hotels in Österreich. Es ist ein Kloster von über 500 Jahren alt. Kaiser Maximilian hat das damals bauen lassen. Und die Familie Seierling, später wirst du Alois auch der Inhaber, ist 6. Generation Inhaber. Die haben schon über 216 Jahre, glaube ich, in Familienbesitz. Es ist ein familiengeführtes Haus. Mit ein junges Management, aber schau, wie schön. Die haben alles wieder zurückgebracht, wie es früher war. Wichtig ist jetzt, mein Freund, ich habe dich gefragt, was mitzubringen. Was hast du mit? Nix. Ich wusste es. Weil ich habe schon gedacht, Le Mans, fliegst zu mir, fliegst morgen nach Amerika, Gleich du hast weiter. mehr an deinem Kopf und du hast nur wenig Gepäck mit. Immer so wenig wie möglich, aber ich habe natürlich darüber nachgedacht, weil wir haben schon auch einiges erlebt Wow, zusammen. ja, kann man sagen, ja. Und ja, wenn man dann daran denkt, denke ich immer ganz gerne zurück an Mexiko. La Carrera Panamericana. Das war cool, gell? Ja, genau, das war so ein Erlebnis, da zu fahren, so schnell wie wir auch gefahren sind. Also das war fast wie ein... Du bist mit Sebastian, deinem Bruder, in der 356 von State of Art gefahren. Ja, Und ja. das Lustige ist, und Jeroen kann das bestätigen, in den Bergen sind die kleinen Porsches, die sind immer am agilsten, am schnellsten. Du warst auch auf Podest. Ja. Aber die letzten 3 Tage sind dann immer diese lange Strecke und dann kommen die Studebaker wirklich mit 250 bis 300 km/h vorbei. Ja, das ist brutal. Auch nicht die normal, ne? Vorbereitung, die machen, die Übersetzung, die machen die dann auch für diese letzten 3 Tage anders, Ja, damit die schneller fahren können. 300 ging die. Ich lag einmal fast im Graben, weil da kommt vorbei und das ist Ja, der gewaltig. Sound ist auch mega. Ist Ja. auch so Begeisterung. Ja, genau. Aber was hättest du dann von La Carrera Panamericana mitgebracht?
Ja, die ganze Erlebnis, die man da Aber ich bekommt, bin zu mir als Andenken. Nee, ich habe also zu Hause, der steht in meinem Wohnzimmer, immer ganz stolz noch drauf, den Helm von damals. Die du malen lassen. Ja. Mit der Hand wird dann dein Namen drauf gemalt und da hast für Sebastian und für dich hast du das machen lassen da. Und das hättest du dann mitbringen können. Ja, und die steht da als Erinnerung und dann denke ich immer zurück an diese schöne Zeit, die wir da hatten. Ich muss auch ehrlich sagen, La Carrera Panamericana ist für mich, ich denke, eine der im klassischen Gebiet, auf Oldtimer-Gebiet, höher geht es nicht, weil es ist ein echtes Rennen. Ja. Leider Gottes sterben da auch Leute, weil da fahren Leute mit, die einfach da nicht fahren sollten. Ja. Man sieht schon, wie die fahren, die haben keine Ahnung. Es war ein bekannter, das weiß ich auch noch, ein bekannter Sternekoch aus Deutschland. Ich sage, du, ich werde seinen Namen nicht sagen. Ich sollte es eigentlich, weil er hat noch eine Flasche Bier über meinen Kopf gekostet. Und der sagte, habe ich gesagt, du, hast du einen Rennschein? Nö, aber was fährst du dann? Ja, ein Mustang mit 550 PS. Aber bist du ausgebildet? Nee. Und da habe ich am ersten Tag mitgenommen, weil der erste Tag war am gefährlichsten. Ja. Und da geht man in der Früh geht man weg. Das ist nass, da kommt Wasser runter. Man hat Off-Camber und für die Leute, die nicht wissen, was das ist, normalerweise ein Kurve geht nach innen, aber das ist Camber und Off-Camber ist es nach draußen. Das bedeutet, wenn man da bremst, hat man keinen Grip. Und da fliegen Autos, einem nach dem anderen, fliegen dann nach unten. Und ich muss sagen, wir haben nie Probleme gehabt, weil wir, ich glaube, vernünftig waren, immer. Aber als Abenteurer kommt man in ein... kommt man in ein Dorf mit 20.000 Leuten, musst du auf dem Dach sitzen mit Fotokarten. Ja, die Leute da, die sind so begeistert von diesem Event. Natürlich hat auch, das steht schon so lange da und jetzt, es ist auch ein echtes Rennen. Also von daher, wir fahren voll Gas. Und nicht Straßen sind abgesperrt übrigens. Ja, das ist aber eine Woche lang voll Gas geben mit alten Autos. Ja. Schauen wir, ob Jochen schon unten ist. Und dann machen wir eine schöne Zeit hier in Seefeld in Tirol. Oder willst du jetzt schon in die Sauna? Oder wir müssen ihn suchen und dann geht's los. Auch Jochen wird vom Chef selbst zu seinem Suite gebracht. So Jochen, da sind wir im Zimmer. Das ist doch toll. Warum sind die Zimmer so schön bei euch immer? Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich toll. Du bist ja gerade von der Villa Emilia gekommen. Der Martin hat gesagt, du bringst was mit oder sollst was mitbringen, irgendwas aus deiner Vergangenheit. Aber du warst jetzt eine Woche eigentlich oder 5 Tage unterwegs mit der Villa Emilia. Was hast du mitgebracht? Dein Hemd. Ein Hemd, genau. Aber da ich jedes Jahr fahre, habe ich viele Hemden, sehr viele Hemden. Wie oft warst du schon? 35. 35 Mal mit der Emilia gefahren, waren durch immer mit den schönsten Autos. Ich fing an mit dem 311 von Mercedes damals und blieb immer Mercedes. Und ich habe eigentlich von Mercedes alle die Autos gefahren, die zugelassen sind. Das heißt SSKs, dann den 194er oder 100, das war das Panamericana-Auto, das damals auch gewonnen hat, 52 und Le Mans. Und das Auto habe ich auch gefahren und dann noch den Prototypen vorher, wo du das Fenster einsteigen musst. Also von 51, wenn du willst. Das mit dem Fenster einsteigen machst du jetzt nicht mehr so oft? Ja, früher habe ich oder aussteigen. So. Ja, genau. Ich habe ja auch mal mitfahren dürfen, vor 2 Jahren Mille Emilia. Und ich gesagt, das ist so ein Erlebnis. Du hast einen wunderschönen 356, das ist doch toll. Also das Auto machte richtig Freude, da waren viele dabei. Wir sind auch hinter den NC gefahren oft, weil die gehen gut, auch 1600er. Also wir haben damals einen Fiat 1100 als ausgeliehen von Freunden, mit dem sind wir gefahren und haben ein schönes Erinnerungsfoto von der Polizei bekommen im Nachhinein. Also das ist schon eingerahmt. Ach toll. Ich muss ja sagen, auch die Polizei drüben, die gibt sich unheimlich Mühe. Ich finde sie nett. Also wirklich, ich habe nie Probleme gehabt mit der Polizei in Italien. Die gaben mir alle die Karten, weil die haben entweder Restaurants oder sonst irgendwo. Da kommst du mal vorbei und so. Und das sind Zahn unten am Gardasee irgendwo. Oder ich bin da unten noch nicht so bekannt wie du, das ist der Unterschied. Ich kann zwar Italienisch, aber ich möchte auf jeden Fall noch einmal fahren, aber erst wenn die Kinder, also meine Kinder, groß genug sind. Und zwar Vater-Sohn oder Vater-Tochter, gesagt, das würde ich schön finden. Da waren viele unten so als Familien, wo du siehst, Vater und Sohn oder Tochter. Und das finde ich schön, dass die das zusammen als Familie machen und du siehst, was die für Freude haben. Und wie das, also wenn du die gleiche Passion hast, finde ich das Schönste, was es gibt. Ich finde das prima. Ich finde das wirklich
ermutigend, dass so viele Kinder, Väter, Töchter, Väter da mitfahren jetzt bei der Mille Miglia. Das ist toll. Und die haben Spaß dran. Und es ist natürlich auch für die Eltern irgendwo eine feine Sache, ne? Wenn der Papa da jetzt endlich mit seinem Sohn, mit seiner Tochter fahren kann. Töchter haben ja erstaunlicherweise das größte Interesse dran. Ne? Das ist ja fast noch größer als von Söhnen. Weil die Söhne sind so ein bisschen blasiert manchmal. Das sind so. Aber die Töchter, die machen richtig gerne mit. Und die fahren auch gut Auto. Also es ist tatsächlich... Meine ist erst 7 Jahre alt, ich weiß es noch nicht, aber ich setze jetzt schon viel auf motorisierte Kleinfahrzeuge, dass sie vielleicht in Zukunft die Mille Miglia mit mir fahren. Ja, das ist schon eine tolle Sache. Naja, klar. Und wenn du dann hinterher, ich bin gestern Abend rüber gefahren, ich war noch in der Schweiz beim Freund und bin dann von Locarno da unten rüber gefahren, hierher, das war mühsam. Das war also so, aber es war Gott sei Dank wenig Verkehr und dadurch ging es. Ich bin über Liechtenstein da hinten runter und dann die Strecke dann, das war nicht unbedingt meine Idealstrecke, aber es ist immer schön. Mein Gott, es ist Du fährst sicher gern Bergstraßen Ja, und kurvige Strecken, ja. Okay. Ja. Das Wetter war genug hier. gut geblieben, es hat mal kurz geregnet irgendwo, aber im Großen und Ganzen ist ein traumhaft schönes Land. Gell? Ja. Egal in welche Ecke du fährst. Ich bin gespannt, was der Martin mit euch vorhat. Ja, klar. Schauen wir mal raus auf den Balkon und dann siehst du mal deine Aussicht. Da ist deine eigene Sauna mit Fernblick ins Grüne hinaus. Ist das schön hier. Mein Gott, guck dir das mal an. Da kannst du schön spazieren gehen in der Früh, wenn du Lust hast. Oder im Winter langlaufen. Ja, klar. Und es ist schön ruhig. Das ist ja wie ein Zaubergarten hier, dieser voller Stele und Kunstwerke. Das ist ja wirklich toll. Es soll auch das Auge sich entspannen, deswegen. Wir machen was Schönes im Garten. Na, wunderbar, toll. Hätte ich nicht besser machen können. Dankeschön. Na. Und ist noch der Außenpool, wenn du in der Früh schwimmen gehen willst, dann springst du halt rein. Ja, genau. Oh, toll. Wirklich schön. Dann schauen wir an die Bar. Das ist doch eine gute Einladung. Die Bar wird jedoch gegen die Terrasse eingetauscht, wo das Mittagessen serviert wird. Hier sitzen 2 total unterschiedliche Generationen. Und wie unterschiedlich sind dann die Umstände von Fahren? Das kannst du am besten, denke ich, sagen, weil du hast die alte Zeiten erlebt, Jochen. Mit 120 Liter Benzin um dich rum, Fotografen, die im Gras lagen. Das kann man sich kaum mehr vorstellen. Der größte Unterschied ist natürlich die Peripherie eines Rennens. Die Leute waren nah dran. Es gab damals Bernard Caillé zum Beispiel, die haben die besten Bilder gemacht. Wie viele andere, wie der Weidmann und so weiter. Aber das war noch vor meiner Zeit. Nur der Bernard Caillé zum Beispiel war eben einer der besten Fotografen zu meiner Zeit. Und das war schon wirklich beeindruckend. Wo die in Monaco standen, unten in der Spitzkehre, da standen die alle. Ja, in der Auslaufzone. Und das ging nicht in der Auslaufzone, das war innen drin. Also die waren ungefährdet da. Aber es hat sich halt durch diesen Sicherheitsgedanken, den man dann anders artikulierte, indem man sagt, okay, Leute nur noch hinter Zäune, Fotografen, Journalisten, die müssen alle hinter großen Gittern sein und hinter Maschendrahtzäunen und so weiter, mit kleinen Fenstern, wo sie die Kamera durchstecken können. Und das fand ich dann ein bisschen, ich fand es übertrieben und ich fand es auch nicht gut, weil die Verantwortung lag im Grunde ja auch bei den Fahrern, dass die ein bisschen ordentlicher fahren. Ja, so wie heute, die Autos sind zu sicher, zu schnell und es hört sich jetzt blöd an, zu sicher. Was kann zu sicher sein? Aber das verändert natürlich den Charakter des Rennsports. Es verändert den Charakter der Leute, die Rennsport betreiben, der Fahrer. Und das ist ein bisschen schade, weil ich habe immer gesagt, mein Gott, normal, du bist verantwortlich für dich und für deine anderen Fahrer auch um dich rum. Du hast einfach da einen gewissen Respekt zu bewahren. Was hast du mitbekommen von der Zeit, dass dein Vater Micha Bleikemolen mit Jochen gefahren ist? Was weißt du von dieser Zeit? Ja, ich meine, am besten die Geschichte, wie gefährlich es war damals und wie schlecht das Auto war, dass die dann beide gefahren sind. War das so, Jochen? Nee. Ja, die sind da, der redet immer von einem Test auf Silverstone und ganz schnelle Strecke natürlich auch.
Und ja, wenn das Auto so dann sich so schlecht an. Nein, das war schon, die Autos waren gefährlich. Ja. Und sag mal so, Das ist, ich glaube, für die Zuschauer, das ist genau der Unterschied. Jeroen sagt, die Autos waren sehr schlecht. Und da sagt Jochen, nein, die waren gefährlich. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den zwei Generationen. nein, die Intonierung war anders. Ich habe gesagt, nein, die waren gefährlich. Aber es gehörte auch dazu, eine eigene Einstellung. Viele Unfälle passierten ja, weil sie sich berührten, weil sie sich irgendwo bekämpften und so weiter. Und das fand ich immer unnötig. Das war unnötig, wirklich. Hatte ich auch. Ich hatte selten in dem Bereich irgendwo gefährliche Situationen, weil ich mir immer gedacht habe, wir fahren Rennen, wir haben alle Spaß dran, also brauchen wir nicht ineinander reinfahren dauernd. Ich fuhr mal mit dem Truck, bin noch nie einen Truck gefahren. Haben sie gesagt, Mensch, du fährst ja gut Truck, bist du schon mal? Ich habe gesagt, nee, aber es ist ein Auto, verdammt nochmal, das ist nur größer. Ja. Das ist genau das Gleiche. Und die fuhren sich da immer rein und so weiter und ich habe mich immer rausgehalten. Ich wollte mir noch nicht mal einen Rückspiegel kaputt machen. Dann habe ich sie außen überholt irgendwo und das ging auch. Ja. Und so. Da hast einfach mehr Spaß dran und so weiter. Und ich wurde in Hockenheim mal, weil ich mit jemand mit dem Außenspiegel berührt hatte. Ja. Da musste ich hinterher zu dem Herrn Schatz, zum Rennleiter, und er sagte, ihr habt euch da hinten berührt, das geht ja gar nicht, dann müsst ihr also beim Rennen fahren. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, wir haben uns berührt. Es ist schon ein Kontaktsport irgendwo, aber im überschaubaren Sinne. Ja. Und nicht verrückt fahren und nicht verrückt irgendjemand reinfahren und anfahren und das und jenes. Das sind so Sachen, die habe ich immer irgendwo verinnerlicht gehabt. Ich sage, ich bin für mich und für die anderen auch verantwortlich. Ich mag niemand gefährden, bloß weil ich ihn an einer Stelle überholen muss, was gar nicht geht und so weiter. Und Wie ist das heute? Ja, ich bin schon mit dabei, weil es gab damals mehr Respekt untereinander, denke ich. Auch genau, weil es war gefährlicher. Also man musste auch das, ja, man muss sich durchsetzen. Ja. genau. Und meine Generation, die waren dann, es ist sicherer geworden und damit nehmen die auch viel Mehr mehr Abstand voneinander auch. mehr Abstand und mehr Risiko auf die Strecke. Ja. Aber ich meine, Abstand mit Freundschaft. Mehr Abstand. Ja, auch das. Also das komplette. Die früheren Generationen, die hatten Spaß, die waren zusammen unterwegs, die waren zusammen mit. Ja, es war aber nicht nur das, Entschuldigung, du hast schon recht, natürlich. Aber weißt du, das heißt immer, es war gefährlich, alles habe ich gesagt, es war gefährlich, aber wir haben es ja trotzdem gefahren. Wir hatten ja Spaß dran. Wenn es uns zu gefährlich wurde, konntest du aufhören. Ja. Na, dann musst du aber irgendwo, und deswegen, das prägt auch ein Jackie X zum Beispiel, der wollte nicht das ganze Sicherheitsdenken so ausufern lassen, wollte nicht. Nee. Er sagt, das prägt den Charakter auch der Fahrer, Ja. der Umgang mit der Gefahr. Und die Leute sagen oft, oh Jochen, du bist ja damals gefahren und das war die gefährliche Zeit. Da habe ich gesagt, Moment, brauchen wir gar nicht weiterreden. Da habe ich gesagt, ich will darüber jetzt auch nicht reden. Nee. Ich habe gesagt, das war eine verdammt schöne Zeit. Ja. Ich war heilfroh, dass ich drin war. Ja. Und ich Und habe dass mich du es riesig überlebt gefreut. hast. Nein, das ist schon wieder der falsche Satz. Natürlich bin ich froh, dass ich überlebt habe, logisch. Aber das ist nicht etwas, worüber ich dauernd grüble. Gelegentlich, Das ist die Filmhubschrauber, die wir haben. die nehmen jetzt alles auf, was wir hier machen. Ja, genau. Aber geh weiter. Und also habe ich gesagt, ich möchte über die schönen Zeiten reden. Ja. Über die guten Rennen, die wir hatten. Und nicht über die Gefahr dauernd, die ständige. Da habe ich gesagt, ja, klar, aber das haben wir ja in Kauf genommen. Das war nicht unbedingt jetzt die Absicht von uns, mit solchen Bananen zu fahren manchmal. Ja. Ich habe mir aber auch die Freiheit genommen, einen Grand Prix in Monaco nicht zu fahren, weil dauernd was abbrach. Und das war mein erstes Jahr in der Formel 1 und so weiter. Und das ist ja immerhin Monaco. Und dann einfach zu sagen, ich fahre nicht. Und ich gesagt, John, kannst selber fahren morgen. Weil das jedes Training, also jedes Stunde brach irgendwo was ab am Auto. Aber, Aber was noch gefährlicher war für dich das Bergrennen. Hast du das mal gemacht? Nee, Oh, hey Jochen? das ist wieder ein ganz Bergrennen waren anderes. toll, Bergrennen waren super. Ja. Ja, das war. Klar waren die gefährlich. Die waren Ja, Ja, genau. die waren Wieder das sauber falsche Wort. Ja. Komm, lass es uns Aber- schmecken.
Aber auch Bergrennen musstest du mit einem Respekt angehen Ja, ja. und. Ich war immer schnell am Berg, es war immer gut. Du warst manchmal Tage vorher da, gell? Um zu üben. Das war nicht mal manchmal, das war Ja. absolut notwendig. Du hast mir gesagt, da hast du Autorennen gelernt. Eigentlich. Ja, Auf die Bergstrecke. ja, Autorennen konnte ich schon. Ja, gut Autorennen dann. Lass euch schmecken, ich mit meinem Wasser, ihr mit euer selbstgebrauen Bier. Wie schmeckt es eigentlich, selbstgebrauen Bier hier? Sehr gut. Ja, Bloß, deswegen heißt es Hotel. Klosterbräu, die machen immer noch im Haus. ja Das nee, Bier. ist perfekt. Zo, zum Wohl mit Wasser. Es tut mir Ja. leid. Jochen, santé. Ich fahre Jeroen hoch zur Reiterjoch an, die vom Hotel betrieben wird. Hier nehme ich mir die Zeit, Jeroen dem deutschsprachigen Publikum vorzustellen. Herbertino. Martin. Danke, danke, danke. Oh, das sieht ja sehr gut aus. Echte Kaisersmann, danke dir. Dank. So, deine Karriere. Ich kann verstehen, dass nicht jeder Deutsche weiß, wer du bist. Jeder Holländer weiß, wer du bist. Jeder Holländer weiß, wer deine Familie ist, weil du kommst aus einer der berühmtesten Autorennfamilien in Holland. Sein Papa Michel, wie vorher gesagt hat, mit Jochen Maas in der Formel 1 ist er gefahren und Sebastian, dein Bruder, und du, ihr habt eine lange Karriere hinter dir. Und eine der meist auffallenden Karriere muss für dich, oder Karrierezeiten, war die A1 Grand Prix. Das war, meine ich, in den Jahren 2007, 8, 9? Ja, genau. Ja, wir sind in 2005 angefangen damit. Aber das war eine Weltmeisterschaft. Und man ist gefahren für dein eigenes Land. Also Formelautos? Formelautos, die waren schnell. Ja. Schönes, cooles Lärm kam da raus. Und alle gleichen Autos natürlich. Also alle gleiche Das Chancen. fand ich das Gute daran, weil gleiche Autos, gleiche Motoren, dann hängt es ab vom Fahrer und von Einstellung, vom Fahrwerk und so weiter. Und deswegen fand ich die A1 Grand Prix so richtig gut. Ich weiß noch in Holland, das war ein legendäres Rennen mit mehr als 100.000 Zuschauern. Und da war Nico Hülkenberg dein Gegner, gell? Ja, aber großer Kampf, am Ende schöne Überholmanöver, aber da waren auch gute Fahrer dabei und die Stimmung war gut. Es ist, man fährt für dein Land, also Deutschland hat natürlich die Farbe von Deutschland gehabt, wir haben diese orange Auto gehabt. Publikum, alles war orange. Publikum wie jetzt bei Formel 1 oder bei EM oder WM Fußball. Es Ja, ist, ja. Die Stimmung war über die ganze Welt, Ja. wo wir auch dann hingefahren sind, war das perfekt. Aber es war schade, weil das ist nach 4 Jahren ist es eigentlich in die Hose gegangen. Maar, der Scheik von Dubai, der Das hat damit angefangen, ja. und der war noch ein Jahr oder 2 Jahre schon weg. Ja. Und dann hat man auch die Motoren gewechselt. Weil das waren englische Motoren zuerst in der Anfangszeit. Ja, und dann sind wir gewechselt auf Ferrari. Das war eigentlich das Auto von Michael Schumacher, der war der Basis von 2004. Ja. Den Chassis und auch den Motor. Also die waren richtig schnell, aber auch teuer natürlich. Und dann ist es so langsam zu Ende gegangen, weil es gab auch viel Preisgeld. Die Fahrer waren alle gute Fahrer. Damit waren es auch keine Fahrer, die Geld mitbrachten oder Budget. Ja. Aber ja, irgendwie muss das natürlich bezahlt werden. Ja, genau. Und ich weiß noch, weil das war so überwältigend. Du hattest auch nicht erwartet, bei diesem in Zandvoort, holländische Rennen, dass das so viel auf dich zukommt. Und ich weiß noch, 40 Minuten vor dem Rennen, weil du, dein Bruder, dein Vater und deine Mama, ihr seid solche nette Leute. Du hast gedacht, ja, ich muss den noch mal sprechen, der Journalist will was von mir. Und wir hatten ausgemacht, wir würden vor dem Rennen noch etwas tun. Aber es war so voll und dann sagst du 40 Minuten vorher zu mir, Martin, und da habe ich gesagt, nein. Du gehst jetzt im Auto, dann habe ich den Papa geholt, schmeiß all die Leute raus, weil er muss sich jetzt konzentrieren. Du bist in dein Auto gegangen und du hast eine der besten Rennen deines Lebens, glaube ich, gefahren. Ja, auf jeden Fall. Es war natürlich Heimrennen, dann kam die Stimmung dazu, Ja. das Publikum, was aber komplett durchgedreht ist. Wenn ich da erstmal Deutschland überholt habe, also Nico Hülkenberg und dann nochmal den Lapierre von Frankreich, Ja. Führung übernommen und ja, dann Und dann bist du in den Zaun geklettert, die Leute wurden verrückt. ja. Papa hat geweint, da hat er immer gesagt, nein, ich habe nicht geweint. Da habe ich gesagt, Entschuldige doch, Michael, doch. ich habe die Bilder.
Ja, genau. Ja. Nee, das war ganz emotional und auch jetzt noch ein bisschen Gänsehaut, wenn man da dran zurückdenkt. Ja, genau. Sie sehen, es ist live. Wir machen es am Essen nicht trauen. Ja, nee, es ist, wenn ich Skifahren gehe, ist es auch immer auf dem Tisch bei uns im Ja, genau. Wie lange, ciao, tschüss, alles Gute. Wie lange glaubst du, kannst du das noch machen? Weil Micha, dein Papa ist 73? Ist 74. 74 Fährt jetzt? immer noch. Ich versuche ihm aufzuholen, mehr Rennen wie er zu fahren in seinem Leben. Der ist über 1000 Rennen. Ich bin jetzt bei 750 oder sowas. Ja. Aber der hört nicht auf. Also das Aufholen, da muss ich muss auch noch ewig weiterfahren. Ja, genau, weil er hat auch manchmal Crashes und er sagt, nein, ich gehe noch weiter. Aber der fährt noch gut, weil umso älter du wirst, umso mehr du auf Erfahrung fährst. Ja, und der ist immer noch, der fährt gegen die junge Hunde und gegen 20-Jährige und dann ist er immer noch schnell. Da ist er noch voll dabei. Ja. Und dann kommt das nächste. Ihr habt in Holland, seid ihr auch bekannt, neben dem Autorennen selbst. Ihr habt Race Planet, das sind Go-Kart-Bahnen, und Race Planet auf Zandvoort, die Experience-Tage. Erklär, weil wir waren da auch öfter, erklär, was man da genau tut und wie viele Leute da kommen, wie oft man das macht. Ja, das ist so eigentlich eine Invention von meinem Vater. Der ist erstes Mal angefangen mit Indo-Go-Karts. Die gibt es überall, auch in Deutschland natürlich. Aber er war die Erste in 92. Also auch ganz groß geworden über die ganze Welt, diese coole Erlebnisse. Aber daneben ist er fast vor 40 Jahren angefangen mit normale Leute, die Erfahrung geben auf die Rennstrecke in Zandvoort. Und das waren ich möchte mal auf eine Strecke in einem Ferrari fahren, so etwas. Ja, das ist natürlich ganz klein angefangen. Mittlerweile ist das so gewachsen, dass wir über 160 Autos haben. Wir haben alles. An einem Tag fahren die? An einem Tag, die fahren den ganzen Tag mit verschiedenen Leuten. Die Leute haben ein ganzes Tagesprogramm und ja, die kommen an und die werden auch... Zum Beispiel in Zandvoort, die haben 8 Programme. Dann fährt man 40 Minuten Ferrari, dann fährt man ein Formel-Auto, dann macht man Slalom und das wechselt sich in Gruppen von 8 bis 10 Leute, glaube ich, gell? Ja, genau. Und wir haben auch da viele deutsche Gäste. Ja. So 20% kommt von Deutschland rüber nach Zandvoort. Also das ist auch für uns natürlich immer eine coole Geschichte. Und dann sagen wir ihm Hallo und dann reden wir auch gerne über Jochen Mass und die alte Geschichte, weil wir haben viele Verbindungen mit Motorsport in Deutschland. Ja, genau. Ich komme nach Deutschland. Ja, auch eine super Geschichte natürlich. Wir machen das schon lange in Zandvoort, aber jetzt gibt es auch die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Wir fahren in Meppen, eine sehr schöne Rennstrecke auch. Wir haben uns das angeschaut und wir werden dann auch viele Fahrzeuge dahin bringen. Nicht die ganze komplette, alle Ferraris, Lamborghinis und so weiter, aber auf jeden Fall kann man da mit viel fahren. Ich denke, um die 60 Autos werden wir dahin fahren. Etwas kleinere Strecke, aber sehr technisch, viele Kurven. Und schön zum Lernen, weil da muss man auch sagen, wichtig ist, dass die Experience-Tage, es ist kein Rennunterricht, es ist kein Racekurs. Ja, wir sagen das auf Englisch Entertainment, das ist was wir machen. Es muss Erlebnis. Spaß sein, Erlebnis, genau, auf Deutsch ist das. Dass genau man man fährt Ferrari, Lamborghini, AMG, das meist Tolle, was es da gibt, Formelautos, unglaublich. Und macht das für euch auch noch viel Spaß, weil du siehst nur Leute mit. Ja, so ein Tag ist für uns richtig cool. Jeden Morgen, wenn ich dahin fahre, dann freut man sich schon, weil jeder, der da gefahren ist, die hat Spaß gehabt und ist froh. Und auch Leute, die dann morgens noch ein bisschen so nervig sind, nach einer Stunde ist das alles weg. Also das macht Spaß. Und für die Zuschauer, ich habe schon viele deutsche Leute mitgenommen nach Zandvoort und die sagen immer noch, das war die Erlebnis ihres Lebens. Weil das wollten sie. Und ich kann nur empfehlen, weil es ist auch finanziell, es ist tragbar, es ist nicht so teuer, als man denken würde, weil ein Racecoach oder Renncoach zu haben, auf der Rennstrecke zu gehen und ein Auto zu mieten, das kostet Tausende und Tausende. Das ist eigentlich nur für wenige Leute machbar, aber das ist für jeden Mann ist es machbar. Und ich sage immer, das ist das ideale Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk, um das mein Sohn, dein Mann, dein Freund, deine Freundin, was sind auch Frauen, die kommen, das zu verschenken. Aber lass uns zuerst mal den Kaiser, weil ich bin schon fast fertig, du hast noch nichts gegessen. Dann reden wir später weiter darüber. Und
genießen wir die Aussicht übrigens. Ja. Das ist die Hohe Munde da hinter uns. Hier ist das Seefelder Plateau. Übrigens, Sonnenplateau, wir haben die meiste Sonnenstunde Tirols. Siehst du? Ja, heute perfekter Tag. Hier unten liegt Innsbruck. Hohe Munde ist ein bisschen der Hausberg mit der Rosshütte, wo man dann Skifahrt fährt im Winter. Aber ich sag Österreich im Sommer, ich liebe es eigentlich mehr. Aber darfst du niemand sagen, gell? Mahlzeit. Zurück in Seefeld nehme ich die beiden Herren mit zu einem besonderen Ort. So, das ist Siggy's Sauhaufen. Das gehört zum Hotel. Und da kommen die Mädels. Ciao. Die kommen von außen. Das ist eine lustige Geschichte. Alois, der Hotelinhaber, wollte sein ganzes Leben schon einen Bauernhof haben. Ja. Dann hat er das hier bauen lassen. Mit der Gedanke, dann haben wir unsere eigenen Eier, dann haben wir unsere eigene Hühner, eigene Fleisch. Ja, ja. Aber in dieser Woche sind seine Frau und seine Geschwister alle Vegetarier geworden. So, was soll er dann damit? Und dann haben sie einen Streicher so draus gemacht. Und das ist eigentlich ganz gut für die... Die Helle hat er sofort gemerkt. ja, genau. Tang, war sie drauf. Viele Leute denken, Autorennen ist für mich unerreichbar, finanziell und sportlich. Stimmt auch. Nee, finde ich nicht. Ich finde, wenn die Kinder weg sind von der Schule, das ist natürlich das Tolle an Autorennen, dass man auf eine Strecke langsamer und schneller Fahrer können unterwegs sein. So für jemand, der dann das Geld und die Zeit hat, um zum Beispiel mit BMW... Das ist der Papa. Ja? Das ist der Papa. Ja, ja. Wenn du aber im Grunde davon ausgehst, dass einer Rennfahrer werden will, muss der das bestimmen. Der Junge, nicht der Vater. Nee, ich bin auch der Vater, der hat sein Leben lang gearbeitet, immer geträumt davon und denkt, ja, das wird für mich nichts. Und dann ist er 40, Kinder sind weg, kauft sich einen BMW E30 und hat seine Lizenz, kann er Auto rennen. Der hat doch auch genauso viel Spaß. Wir sind auch zusammen mal die E30 gefahren. Es ist schon wichtig, dass das vom Kind ausgeht und nicht vom Vater. Ja. Das ist ganz wichtig, dass er irgendwo... dass er das denen überlässt, sagt er, hör mal zu. Nee, Jochen, ich meine, dass der Vater selbst anfängt mit 40, 42. Ja, wenn die Kinder aus dem viele. Haus. Ja, Das genau. ist kein Alter, 40. Das ist ein Späteinsteiger, aber noch nicht mal spät. Genau. Nee. Aber viele denken, das ist unerreichbar. Das ist es eigentlich, diese Art und Weise. Das ist richtig, nein, natürlich. Da hast du schon recht. Und es ist erstaunlich, wie gut die oft fahren. Ja, genau. Ja. Wir haben damals in Holland, Jeroen war bei mir, sein Bruder war bei mir, Jan Lammers war bei mir. Da haben wir eine Saison die E30 gefahren und dann haben wir nicht immer gewonnen, weil da waren Leute, die waren richtig gut. Nur die hatten das Geld nicht oder die Möglichkeiten nicht gehabt, um das zu tun. Es gibt viele gute Amateure, die genauso viel Spaß haben. Ja, ich fahre selber auch manchmal mit dieser Pro-Ms, Amateuren. ja. Auch mit Pro-M, auch das. Die Pro-M, das Level ist schon hoch mittlerweile. Aber auch dieser Amateurbereich macht Spaß. Also Ja, genau. Auch für mich macht das richtig Genau. Spaß. Es Und, gibt in Österreich auch wo die mit die E30 fahren auf den Salzburgring und die haben sehr, sehr viel Spaß. ja, muss nicht unbedingt teuer sein. Nee, Also genau, das- genau. Und was nehmen wir? Nehmen wir den mit, die Kleine? Ja, der ist süß. Ja, genau. Jochen, Ja. ich habe schon was verraten an Jeroen vorher, dass du unglaublich gut Risotto kochen kannst. Naja, gut, ich koche gerne Risotto und Risotto ist ja auch nicht schwer zu kochen. Ich habe, Risotto ist schon schön. aber wenn es dann gut ist, Wie wird es schmecken nachher? ich habe Alois gefragt, ob er was vorbereitet ist, alles in Haus Ja. hat. Hat er natürlich, das ist ein 5-Sterne-Hotel. Der hat nur die Ingredients zusammen auf den Tisch gelegt und jetzt kann ich daraus machen, was ich will. Genau, und das ist deine Aufgabe und wir genießen es. Gell? Ja. Können wir schauen, Freut mich schon. ob er schon was hat. Für die Kochstunde steht uns das gesamte Restaurant zur Verfügung. Weißt du, was der Vorteil ist? Wir sind sehr früh. Alle anderen essen erst um 7, so wir haben das ganze Restaurant für uns alleine. So, was willst du? Mit Jochen da oben, Romeo und Julia? Das wäre schon romantisch sein, aber ich hoffe, unser Koch ist schon am Arbeiten. Ist der Koch schon am Arbeiten? Hat der Koch schon was gekocht für uns? Bin dabei. Ich habe da jetzt noch Kleinigkeiten zum Aufschneiden, aber das wird schon klappen. Ja, genau. Aber müssen wir den in Ruhe lassen oder dürfen wir zuschauen?
ihr lasst mich jetzt sowieso in Ruhe, weil ich gleich nicht mehr höre, hier, wenn ich da ein bisschen rumbrutzle. Weißt du, was wir tun? Ich zeige Jeroen etwas anderes, weil es gibt dir etwas Grandioses. Ciao, bis später. Bis später. Hast du mal Pizza gemacht in deinem Leben? Ja, natürlich. Echt? Ja, So, ich brauche es nicht vorzumachen. ich mache das meistens für meine Kinder. Na, Also, hier, bin ich gut mit das so hoch Ja, ja. schmeißen und Ja, dann ja, wieder ja, runter. ja. Dann, Aber dann kommt es auf meinen... Das ist nur Show. Das ist Ja, nur genau. Show. Ein bisschen Show können wir machen. Nimm die eins und Ja. zeig mir zuerst mal ein bisschen Mehl daraus. Ja. So. Wie beim Autorennen entsteht auch in der Küche ein Wettkampf zwischen Jeroen und mir. Wer macht die beste Pizza? So, Pizza die Blekemolen. Willst du die mal probieren? Jetzt mal schauen, welche besser schmeckt. Ich denke, meins besser. Jeroen? Haha. Ja, Jochen, Qual der Wahl, weil welche ist besser? Welche schmeckt besser? Willst du meins probieren? Ja, aber ich weiß schon, was die Ergebnis wird. Dass du besser bist. Dieses ist nicht scharf genug. So, darf ich ein bisschen assistieren? Ich bitte. Ein Löffel Parmesan. Ja, Der Chef selber. der Küchenchef selber. Ah, Bittchen, bittchen. Alfred Wimmer ist der Sommelier des Hotels und ich bitte Alois, ihn zu suchen, damit er uns einen Wein empfehlen kann. So, ich habe ihn gefunden. Alfred. Hallo. Servus. Herr Wimmer. Alfred, darf ich dich vorstellen? Jochen Maas? Alfred Wimmer, Jeroen Blekemolen, Alfred Wimmer. Alois Seiling, Chef, bei dir bekannt. Wunderbar. Ihr habt heute Risotto. Habe ich natürlich dementsprechend was mitgebracht. Österreich würde nicht passen, also Italien. Und auch schön fürs Risotto Carefratti, Lugana, Sirmione. Ja, super. Ja. Simeone immer gut. Erst Prost. Erst Prost. ja. Mit einem Weinkart. So, dick. Alles Gute auf einen schönen Verbleib in Seefeld Gesundheit. und auf unsere vielen Abenteuer, Jochen. Sollen wir sagen, auf der nächsten Millimilia wieder? Das klingt besser als das. Ja, Ja. so. Mach es einfach. Oh, das ist Fluchen in der Kirche, gell? Fluch in der Kirche. Alois nimmt Jeroen mit zum Pfarrhügel, einem besonderen Ort hinter dem Hotel mit Blick auf den Seefelder See. Und hier fragt Alois nach Jeroens Hintergründe. Du hast ja eine sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Renntypen oder Rennen gefahren und unter anderem auch DTM. Und welche Marken war das, welche Autos, wie bist du dazu gekommen? Ja, das war eigentlich mein erster professioneller Job. Damals bei Opel. Die ganz großen Namen, Bernd Schneider, Manuel Reuter, ja, so viele guten. Reuter hat dann wieder mit Jochen Mass Le Mans gewonnen. Also es gibt viele Verbindungen, aber das war eine schöne Zeit. Die Autos waren sehr schnell. Viel Technologie. Und für mich, ja, ich bin da gewachsen, ich bin da groß geworden im Motorsport. Also das war so dein, nicht deine Kinderstube, deine Jugendstube, dein richtiges Heranreifen als Rennfahrer. War das diese Zeit dann, oder? Ja, ich habe da alles gelernt, weil ich das sind nur Profis da. Es gibt da keine Amateure, die haben alles und Profis mit Erfahrung und die zeigen, die haben mich gezeigt, so geht das. Und von daher bin ich dann auch weitergekommen. Und ein Teil ist ja sicher auch durch die Familie in die Wiege gelegt. Bei mir ist es die Hotellerie, Tourismus, immer Familienbetrieb gehabt. Ihr habt einen Familienbetrieb und das ist ja für mich das Schönste, was es gibt, aber auch das Schwierigste, was es gibt, mit der Familie zusammenarbeiten. Wie ist das bei euch? Ja, genau, du sagst das genau, du hast genau recht, weil wir gehen nicht so lange her, wie euch zurückgeht mit was man alles macht, aber bei uns in der Familie ist natürlich Rennsport, steht da ganz oben. Wir kämpfen auf die Rennstrecke miteinander, aber wir machen auch Geschäfte raus. Das macht immer viel Spaß. Und mit diesem Family Business kommt ihr jetzt ja auch nach Deutschland, mit dieser Race Experience. Wo ist da eure Station? Wo geht ihr hin? Was macht ihr da? Ja, was wir immer in Zandvoort gemacht haben, in Holland, das war so, hat Leute so begeistert. Es gibt es nirgendwo in der Welt. Und Deutschland ist natürlich nicht so weit weg für uns. Also wir können dann mit unseren Fahrzeugen jetzt nach Meppen kommen. Und ich denke auch diese Experience, diese VIP-Experience weitergeben. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir Leute fahren lassen auf die Strecke, was wir erleben.
Man sieht es normalerweise nur im Fernsehen. Und es ist eigentlich ganz easy. Man kann da hinkommen, fahren, Ferrari, Porsche, McLaren, Lamborghini, AMG. Es gibt alles da. Die Fahrzeuge sind alle in eurem Eigentum oder die habt ihr gemietet, geleast? Wie funktioniert das? Und versichert vor allem, ist ja auch ganz spannend. Passiert zwar nichts bei der Experience, aber ist das euer Portfolio? Sind das eure Autos? Das sind alle unsere Autos. Ja, Versicherung ist schwierig, aber das hat nichts zu tun mit den Kunden, weil die brauchen da nicht drüber nachdenken. Das ist unser All-in-Package? All-in. Okay. Man kommt da vorbei. Das klingt so, als ob ich auch einmal vorbeikommen könnte. Du musst vorbeikommen, auf jeden Fall. Es ist ja, nicht so weit weg von hier, weil wir können schnell fahren unterwegs und dann machen wir da einen ganz coolen Tag. Schön ist von Seefeld Deutsche Autobahn direkt drauf. Vielleicht mache ich einen Männerausflug mit ein paar Kumpels mal. Ich schaue mir das an, interessiert mich sehr. Du bist ja vor Ort natürlich, immer. Natürlich, ich bin immer dabei und mein Vater, Bruder sind immer dabei. Ja, pass auf, Männerwochenende, die Frauen sind mittlerweile auch schnell. Also müssen wir aufpassen. Ja, aber es ist ein Grund für mich, mit den Männern einen Ausflug zu machen und ein bisschen eine Gaudi zu haben, sagen wir. Ja, genau, das ist wichtig. Und dann sind die 24 Stunden leider schon wieder vorbei. Wie die Zeit vergeht, gell? So schnell wieder vorbei. Tatsächlich? Ja, genau. Aber das ist eigentlich mit spüre das allen gar nicht Events, mehr. Ich gell? spüre das gar nicht mehr. Die, Die Zeit läuft und wenn sie nicht läuft, dann steht sie und dann weiß sie es auch nicht. ja, aber das ist bei Rallyes oder bei Rennen auch. Die letzte Stunde ist immer, bevor du es weißt, ist es vorbei. Ja, alles geht schnell. Auch die Langstreckerinnen, die sind auch so, boom, gleich vorbei. Genau. Wir hoffen, liebe Zuschauer, dass wir Sie einen kleinen Einblick in den Köpfe beider Herren gegeben haben. Wir haben über etwas anderes geredet als nur Rundezeiten, Reifenverschleiß und Podestplätze, weil Geburtstage und so weiter. Als Abschiedsgeschenk habe ich etwas bekannt bei dir. Ein offizieller Mille Aber Miglia. du weißt doch, dass ich nichts trinke. Nee, genau. Ja, aber es ist wirklich so. Diese Flasche, meine lieben Damen und Herren, das ist ein Trophäe. Die soll man nicht trinken. Auch für dich eine Filatrasca Mille Miglia offizielle Wein. Herzlichen Dank, super gut. Und da gehört ein Versprechen für dich dabei, dass eines Tages fährst du auch die Mille Miglia. Ja klar, das ist ein Ziel, das steht hoch auf der Liste. Du fährst. Genau, Ist ja genau. logisch. Bitte schön. Ich bedanke euch für euren Besuch. Falsche Message. Ja, genau. Aber Ich würde nur sagen, das war Topspeed. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der Enster Classic. Wir sehen uns in Meppen auf euer neue... leider nicht bei der Enster. Oh, du bist nicht bei der Enster Nein, Classic. ich bin da leider nicht. Warum haben wir gerade drüber geredet, weil ich habe ein anderes... Volle Agenda. Ja, ich bin irgendwo. Ich weiß, ich muss mir das mal... Ja. Das ist im Auto, mein Kalender. Weißt du, wo du morgen bist? Ja. Ja. Du, weißt du, wo du morgen bist? Ja, weil ich habe Rennen und das steht In Amerika. immer gut im Kopf. Also, Genau. dann Wir grüßen unseren lieben Freund hinter uns. Das war Topspeed. Alles Gute. Ciao. Unser Bischof. Alles gut. Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Würsne Kolben, die Oldtimer Galerie Toffen, Seefeld in Tirol, Löhlein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung.